Good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen. And the third time, good morning. Und ein drittes Mal, guten Morgen. So look what he says. Schau, was sagt. Do you know, when he says that you are celebrated and we are humiliated, Wenn sagt, dass ihr gefeiert werdet und wir gedemütigt werden, think about this thought. dann überleg mal. If Paul would not have been willing to be humiliated, there would be no church in Corinth. Wenn Paulus nicht bereit gewesen wäre, sich erniedrigen zu lassen, gäbe es keine Gemeinde in Korinth. If Paul would not have been willing to be the last and the end and the spectacle, there would be no church. Wäre Paulus nicht bereit gewesen, der Letzte und das Ende im Spektakel zu sein, gäbe es keine Gemeinde. You know, I think we make a great mistake Ich denke, wir machen einen großen Fehler, when we talk about the price to pay. wenn wir über den Preis sprechen, den wir zahlen müssen. You know, so many people have said to me over the years, So viele Menschen haben im Laufe der Jahre zu mir gesagt, I mean lots, ich meine viele. oh, Reinhard, it's amazing to see how God used you, but for sure you had to pay a great price. Oh Reinhard, es ist unglaublich zu sehen, wie Gott dich gebraucht, aber du musst sicher einen hohen Preis zahlen. And you know, it always surprises me when people say that. Es überrascht mich immer, wenn Leute das sagen. Well, first of all, the greatest price has been paid by Jesus, and he paid it for me, so there is no more price. Zunächst einmal hat den größten Preis Jesus bezahlt. Er hat ihn für mich bezahlt, also gibt es keinen weiteren Preis. But then I think that the many things I've sacrificed in my life to serve Jesus, Aber wenn wir die Dinge, die ich in meinem Leben geopfert habe, um Jesus zu dienen, if you look at them from this point of view, I think you've misunderstood the point of the kingdom. aus diesem Blickwinkel betrachten, dann haben wir den Sinn vom Reich Gottes falsch verstanden. When you look at what Jesus has done through my life, it's like nothing I had to sacrifice even compares. Wenn du dir ansiehst, was Jesus durch mein Leben getan hat, dann ist nichts, was ich opfern musste, auch nur vergleichbar. If you want to be part of a true apostolic movement that God is raising up, Wenn du Teil einer echten apostolischen Bewegung sein möchtest, die Gott entstehen lässt, not a modern day apostolic movement that people talk about, nicht die moderne apostolische Bewegung, von der die Leute reden, but a true one where the apostles walk in humility, sondern eine echte, in der die Apostel in Demut wandeln, they don't consider their lives important even unto death, in der sie ihr Leben für nicht so wichtig halten, nicht einmal bis in den Tod. and the whole church is going to follow that path. Und die ganze Gemeinde wird diesem Weg folgen, You have to learn a very simple thing, dann musst du eine einfache Sache lernen. that you never look at the price, so to say, that you have to pay for serving Jesus. Schau niemals auf den Preis, den du angeblich für den Dienst an Jesus bezahlen musst. But you look first of all for the honor that he's given you to sacrifice for him. Schau es in erster Linie als Ehre an, dass du dich für ihn aufopfern darfst. And secondly, you see the reward, which is people. Und dann erkennst du auch die Belohnung, welche nämlich Menschen sind. You know, I remember my dear old friend Mike Sullivan. Ich erinnere mich an meinen guten alten Freund Mike Sullivan, He was one of he led the whole Kansas City prophet movement. der die gesamte Prophetenbewegung in Kansas City leitete. He was the right-hand man of Mike Bickle. Er war die rechte Hand von Mike Bickle. And I remember when Mike Sullivan said this, Ich erinnere mich, als Mike Sullivan Folgendes sagte. we have to stop talking about the price of true discipleship. Wir müssen aufhören, über den Preis der wahren Jüngerschaft zu reden And we have to talk about the price of not being a disciple. und stattdessen über den Preis des Nicht-Jüngerseins reden. He said, think how high the cost for not being a disciple of Jesus. Er sagte, denk daran, wie hoch der Preis dafür ist, kein Jünger Jesu zu sein. And I remember he made a statement that cut me through my heart. Ich erinnere mich an eine Aussage, die mich mitten ins Herz traf. He said, it could be that thousands of lives are not saved and impacted because you are not willing to be a disciple. Er sagte, es könnte sein, dass Tausende von Menschenleben nicht gerettet und verändert werden, weil du nicht bereit bist, ein Jünger zu sein. And I believe he's right. Und ich glaube, er hat recht. If we live a life of discipleship, only heaven will show how many others have been impacted through us. Nur wenn wir ein Leben als Jünger führen, wird der Himmel zeigen, wie viele andere durch uns beeinflusst wurden. See, the church in Corinth was a result of Paul living like a true apostle. Die Gemeinde in Korinth war das Ergebnis davon, weil Paulus wie ein echter Apostel lebte. So once you have this kind of vision,
it's not a price anymore that you pay. Wenn du dieser Ansicht bist, ist es kein Preis mehr, den du zahlen musst. It's not even worth talking about. Es ist nicht einmal wert, darüber zu reden. You know, when I look everything I've sacrificed for Jesus and the kingdom, and then when I look how many people have impacted, it doesn't even compare. Wenn ich sehe, was ich für Jesus und das Reich Gottes geopfert habe und wie viele Menschen dadurch verändert wurden, ist das nicht zu vergleichen. So we need to change our understanding and our vision. Wir müssen unser Verständnis und unsere Sichtweise ändern. Look verse 11. Schau dir Vers 11 an. If you could see us now, you'd find that we are hungry and thirsty, poorly clothed, brutally treated, and with no roof over our heads. Wenn ihr uns jetzt sehen könntet, würdet ihr feststellen, dass wir hungrig und durstig sind, schlecht gekleidet, brutal behandelt werden und kein Dach über dem Kopf haben. I wonder where he learned that from. Ich frage mich, woher er das gelernt hat. Doesn't it sound a little bit like Jesus? Hört sich das nicht ein bisschen nach Jesus an? Foxes have holes, birds have nests. I don't have a place where I can put my head. Füchse haben Höhlen, Vögel haben Nester. Ich habe keinen Ort, an den ich meinen Kopf legen kann. Now, this almost sounds a contradiction to when I talk about that Jesus paid us to be blessed in with every spiritual blessing. Das klingt fast wie ein Widerspruch, wenn ich sage, dass Jesus dafür bezahlt hat, dass wir mit allen geistlichen Segnungen gesegnet sind. But of course it's not. Aber natürlich ist es das nicht. Paul knew that the provision comes from God and that's always okay. Paulus wusste, dass die Versorgung von Gott kommt und dass es immer in Ordnung ist. He teaches this in the Corinthians, he teaches this to the Philippians. Er lehrte dies den Korinthern, er lehrte dies den Philippern. But Paul was willing to go through anything it takes in order to be a true servant of Jesus Christ. Aber Paulus war bereit, alles zu tun, was nötig ist, um ein wahrer Diener Jesu Christi zu sein. He told the Philippians, I've learned to be content in nothing and also in a great abundance. Er lehrte die Philipper. Ich habe gelernt, im Mangel und im Überfluss zufrieden zu sein. You know, I so remember Ich erinnere mich noch gut daran, when we decided to move into the house that we presently live in, als wir beschlossen, in das Haus zu ziehen, in dem wir jetzt leben, that I actually said to Debbie, would we ever be able to live in a small place after this? und ich sagte zu Debbie, werden wir danach jemals in einer kleinen Wohnung leben können? And I looked her into the eyes Und ich sah ihr in die Augen and I saw her heart said, of course. und sah, dass ihr Herz klar doch sagte. And you know, and this makes our life so satisfying. Das macht unser Leben so befriedigend. That we can live in a big house, we can live in a small place, we can do anything. Wir können in einem großen Haus leben, wir können an einem kleinen Ort leben, wir können alles. You know, and Paul was not teaching that Christians are supposed to have lack of food, be thirsty, be poorly clothed. He didn't teach that. Paulus hat nicht gelehrt, dass Christsein bedeutet, einen Mangel an Nahrung zu haben, Durst zu haben, in Armut zu leben. Das hat er nicht gelehrt. But Paul was telling them that for the sake of promoting the kingdom of God, they're willing to go through all of that. Aber Paulus sagte ihnen, um das Reich Gottes vorwärts zu bringen, werden sie all das ertragen. And he showed them that, look, you make us these big heroes, but if we would be these big heroes, we would live in a palace, very nicely dressed and very, very wealthy, but we're not. Er zeigte ihnen, schaut, ihr macht uns zu diesen großen Helden, aber wenn das so wäre, würden wir in einem Palast leben, sehr gut gekleidet und sehr wohlhabend sein, was wir nicht sind. I'm very proud of most of my spiritual children. Ich bin sehr stolz auf die meisten meiner geistlichen Kinder. That as we traveled together, worked together, they all had that same attitude. Wenn wir zusammen reisen und zusammen arbeiten, haben wir alle diese Einstellung. When we serve the kingdom, we can go hungry, we can go thirsty, we can go tired, we can do it all. Wenn wir dem Reich Gottes dienen, können wir hungrig sein, wir können durstig sein, wir können müde sein, wir können alles tun. That's the church that Jesus is raising up. Das ist die Gemeinde, die Jesus entstehen lässt. See you guys tomorrow. Wir sehen uns morgen, Leute.